Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Ich bin Felix und heute tauchen wir in ein wirklich spannendes Thema ein, das uns alle betrifft. Genau, Felix. Hallo zusammen, ich bin Lisa. Heute geht es um etwas, das unser Leben in eine völlig neue Richtung lenken kann. Finde dein Warum. Entdecke deine Bestimmung und Leidenschaft. Ein tolles Thema, Lisa. Ich denke, viele von uns sind auf der Suche nach ihrem Warum. Es ist die große Frage. Warum tun wir, was wir tun? Was treibt uns an? Ganz genau. Das Warum zu finden, ist der Schlüssel, um ein erfülltes und zielgerichtetes Leben zu führen. In dieser Episode werden wir uns anschauen, wie wir unser Warum entdecken und wie uns diese Erkenntnis helfen kann, unsere Leidenschaft und Bestimmung zu finden. Bevor wir einsteigen, Lisa, könntest du für unsere Zuhörer, die ihr Deutsch verbessern möchten, kurz erklären, was Bestimmung bedeutet? Klar, gerne. Bestimmung bedeutet so viel wie Lebensaufgabe oder Berufung. Es ist das, wofür wir bestimmt sind, wofür wir hier sind. Jemandes Bestimmung finden heißt also herauszufinden, was der Sinn unseres Lebens ist. Es geht um die einzigartige Rolle, die wir in der Welt spielen sollen. Super erklärt, danke. Also wie fangen wir an, unser Warum zu finden? Gibt es da einen ersten Schritt oder eine Methode, die du empfehlen würdest? Ein guter Anfang ist, sich selbst besser kennenzulernen. Selbstreflexion ist hier das Schlüsselwort. Selbstreflexion bedeutet, über sich selbst nachzudenken, die eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen zu hinterfragen. Also, wenn ich das richtig verstehe, sollten wir uns Zeit nehmen, um in uns zu gehen und wirklich darüber nachzudenken, was uns wichtig ist und was uns Freude bereitet. Exakt. Frage dich, was sind meine Werte? Was ist mir im Leben wirklich wichtig? Das können Dinge sein wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Kreativität oder Abenteuerlust. Werte sind die Grundprinzipien, nach denen wir leben. Und wie helfen uns diese Werte, unser Warum zu finden? Gibt es einen Zusammenhang zwischen unseren Werten und unserer Bestimmung? Absolut. Unsere Werte sind wie ein Kompass, der uns in die richtige Richtung weist. Wenn wir unsere Werte kennen, können wir besser verstehen, was uns antreibt und welche Art von Leben wir führen möchten. Sie helfen uns, Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit unserem wahren Selbst stehen. Das klingt einleuchtend. Also, wenn ich zum Beispiel den Wert Hilfsbereitschaft habe, könnte mein Warum darin liegen, anderen Menschen zu helfen oder einen positiven Beitrag in der Gesellschaft zu leisten? Genau, Felix. Dein Warum könnte zum Beispiel sein, Menschen in Not zu unterstützen, als Arzt, Sozialarbeiter oder in einer gemeinnützigen Organisation zu arbeiten. Oder es könnte bedeuten, dass du ehrenamtlich tätig bist und dich für eine Sache engagierst, die dir am Herzen liegt. Was ist, wenn jemand sich unsicher über seine Werte ist? Gibt es Übungen oder Fragen, die helfen können, die eigenen Werte zu entdecken? Ja, eine gute Übung ist, sich eine Liste mit verschiedenen Werten zu erstellen und dann zu überlegen, welche davon am wichtigsten sind. Man kann auch in die Vergangenheit schauen. Welche Momente im Leben waren besonders erfüllend? Welche Werte waren in diesen Momenten präsent? Ein erfüllender Moment ist ein Zeitpunkt, an dem man sich besonders glücklich und zufrieden gefühlt hat. Das ist eine tolle Idee. Ich denke, es kann auch hilfreich sein, mit Freunden oder der Familie darüber zu sprechen. Oft sehen andere Dinge in uns, die uns selbst nicht bewusst sind. Richtig. Feedback von anderen kann sehr wertvoll sein. Eine andere wichtige Frage ist, was sind meine Stärken und Talente? Stärken sind die Dinge, die wir gut können, und Talente sind natürliche Begabungen. Also Dinge, die uns leicht fallen und die wir gerne tun? Könntest du ein paar Beispiele nennen, damit das klarer wird? Natürlich. Eine Stärke könnte zum Beispiel sein, gut organisieren zu können, gut mit Menschen kommunizieren zu können oder kreative Lösungen für Probleme zu finden. Ein Talent könnte eine Begabung für Musik, Malerei, Sport oder Sprachen sein. Und wie hängen unsere Stärken und Talente mit unserem Warum zusammen? Unsere Stärken und Talente sind Hinweise darauf, wo unsere Bestimmung liegen könnte. Wenn wir etwas gut können und es uns Freude macht, ist das oft ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Unser Warum ist oft eng mit dem verbunden, was wir gut können und gerne tun. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel gut mit Menschen umgehen kann und gerne anderen hilft, könnte seine Bestimmung darin liegen, im sozialen Bereich zu arbeiten oder andere zu beraten und zu unterstützen? Exakt. Oder wenn jemand ein Talent für Musik hat und es liebt, Musik zu machen, könnte seine Bestimmung darin liegen, Musiker zu werden, Musik zu unterrichten oder auf andere Weise mit Musik zu arbeiten. Was ist, wenn jemand viele verschiedene Interessen und Talente hat? Wie findet man heraus, welches das Richtige ist? Das kann ja ziemlich verwirrend sein. Verwirrend bedeutet hier, dass etwas unklar oder schwer zu verstehen ist. Das ist eine gute Frage. In diesem Fall kann es hilfreich sein, zu experimentieren und verschiedene Dinge auszuprobieren. Manchmal muss man verschiedene Wege gehen, um herauszufinden, welcher der richtige ist. Wichtig ist, dass man offen bleibt und sich nicht zu sehr unter Druck setzt. Also, es ist okay, verschiedene Dinge auszuprobieren und zu schauen, was sich richtig anfühlt. Man muss nicht sofort wissen, was das eine große Warum ist. Genau. Es ist ein Prozess, eine Reise. Und es ist völlig in Ordnung, wenn sich das Warum im Laufe des Lebens verändert. Wir entwickeln uns weiter und unsere Interessen und Ziele können sich mit der Zeit ändern. Das ist beruhigend zu wissen. Beruhigend bedeutet, dass etwas ein Gefühl von Ruhe und Sicherheit gibt. Was würdest du jemandem raten, der Angst hat, den falschen Weg einzuschlagen? Ich würde sagen, dass es keine falschen Wege gibt. Jede Erfahrung, die wir machen, bringt uns etwas bei und hilft uns, uns selbst besser kennenzulernen. Selbst wenn wir einen Weg einschlagen, der sich später als nicht optimal herausstellt, haben wir doch etwas daraus gelernt. Das stimmt. Scheitern gehört zum Leben dazu und es ist eine Chance zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Scheitern bedeutet, ein Ziel nicht zu erreichen, aber es ist wichtig, daraus zu lernen. Genau. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es nie zu spät ist, eine neue Richtung einzuschlagen. Wir haben immer die Möglichkeit, uns neu zu orientieren und unseren Weg zu ändern. Welche Rolle spielt Leidenschaft bei der Suche nach dem Warum? Sind Leidenschaft und Bestimmung dasselbe? Leidenschaft ist ein starkes Gefühl der Begeisterung für etwas. Sie ist ein wichtiger Hinweis auf unsere Bestimmung, aber nicht unbedingt dasselbe. Unsere Bestimmung ist oft größer als unsere Leidenschaft. Sie ist der übergeordnete Sinn, das große Ganze. Kannst du das an einem Beispiel verdeutlichen? Was ist der Unterschied zwischen Leidenschaft und Bestimmung im Alltag? Nehmen wir an, deine Leidenschaft ist das Kochen. Du liebst es, in der Küche zu stehen, neue Rezepte auszuprobieren und leckere Gerichte zu zaubern. Das ist deine Leidenschaft. Deine Bestimmung könnte aber sein, Menschen durch gutes Essen zusammenzubringen und ihnen Freude zu bereiten. Also, die Leidenschaft ist das Was, das Kochen, und die Bestimmung ist das Warum, die Freude und das Miteinander. Exakt. Die Bestimmung gibt der Leidenschaft einen tieferen Sinn. Sie verbindet das, was wir gerne tun, mit einem größeren Zweck. Und wie findet man seine Leidenschaft, wenn man sie noch nicht kennt? Gibt es da bestimmte Fragen, die man sich stellen sollte? Eine gute Frage ist, bei welchen Aktivitäten vergesse ich die Zeit? Was tue ich so gerne, dass ich alles um mich herum vergesse? Das sind oft Hinweise auf unsere Leidenschaften. Also, wenn ich stundenlang lesen kann, ohne auf die Uhr zu schauen, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass meine Leidenschaft im Lesen oder vielleicht im Schreiben liegt? Genau. Oder wenn du stundenlang an einem Computerprogramm tüfteln kannst, ohne dass es dir langweilig wird, könnte deine Leidenschaft in der Informatik oder im Lösen komplexer Probleme liegen. Tüfteln bedeutet hier, mit Ausdauer und Konzentration an einer schwierigen Aufgabe zu arbeiten. Was würdest du jemandem raten, der zwar eine Leidenschaft gefunden hat, aber unsicher ist, wie er sie mit seiner Bestimmung verbinden kann? Ich würde raten, darüber nachzudenken, wie diese Leidenschaft anderen Menschen oder der Welt zugutekommen könnte. Wie kann ich meine Leidenschaft nutzen, um einen positiven Beitrag zu leisten? Also, wenn meine Leidenschaft das Reisen ist, könnte meine Bestimmung darin liegen, andere Kulturen kennenzulernen und mein Wissen mit anderen zu teilen, zum Beispiel als Reiseblogger oder Reiseleiter? Genau, Felix. Oder du könntest dich für nachhaltigen Tourismus einsetzen und dazu beitragen, dass Reisen umweltverträglicher wird.
Das ergibt Sinn. Es geht also darum, einen Weg zu finden, die eigene Leidenschaft mit einem größeren Zweck zu verbinden. Richtig. Und manchmal kann es auch hilfreich sein, sich Vorbilder zu suchen. Gibt es Menschen, die bereits das tun, was wir gerne tun würden? Was können wir von ihnen lernen? Vorbilder sind Personen, die wir bewundern und von denen wir lernen möchten. Das ist ein guter Punkt. Von anderen zu lernen, die bereits erfolgreich ihren Weg gehen, kann sehr inspirierend und motivierend sein. Absolut. Und es ist wichtig, geduldig mit sich selbst zu sein. Die Suche nach dem Warum ist ein Prozess, der Zeit braucht. Es ist eine Reise, kein Sprint. Das ist ein schönes Bild, Lisa. Eine Reise, auf der wir uns selbst und unsere Bestimmung entdecken. Und wie jede Reise hat auch diese Höhen und Tiefen, aber am Ende ist es das wert. Ganz genau, Felix. Und das Wichtigste ist, dass wir die Reise genießen und offen für neue Erfahrungen und Erkenntnisse sind. Vielen Dank, Lisa, für diese wertvollen Einblicke und Tipps. Ich denke, unsere Zuhörer haben jetzt ein viel besseres Verständnis davon, wie sie ihr Warum finden und ihre Leidenschaft und Bestimmung entdecken können. Sehr gerne, Felix. Ich hoffe, dass diese Episode unseren Zuhörern hilft, ihren eigenen Weg zu finden und ein erfülltes und sinnvolles Leben zu führen. Das hoffe ich auch. Und denkt daran, liebe Zuhörer, es ist nie zu spät, eure Bestimmung zu finden. Jeder Tag bietet eine neue Chance, euch selbst besser kennenzulernen und eurem Warum näher zu kommen. In der nächsten Episode werden wir uns mit einem weiteren spannenden Thema befassen, bei dem ihr wieder viele interessante und neue Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern könnt. Bleibt dran!